Om Aditya-hridayam punyam sarvashatru vinashanam Jaya vaham japam nityam akshayam paramam shivam Om. But the dying and living of the physical body is irrelevant. Aber das Leben oder Sterben des physischen Körpers ist letztendlich irrelevant. Because you are not the physical body. Weil du nicht der physische Körper bist. You are the soul, the Du Seele, bist die Seele and the spirit therein. und der göttliche Geist. Now this is the fallacy which I am trying to reverse. Das ist ja dieser Fall oder dieser Fehler, den Gurunath versucht umzukehren. The whole practice of yoga in all religions is to make you realize that you're not a corruptible body but a divine soul. Und der ganze Sinn und Zweck aller Religionen und Yogatechniken besteht darin, euch klar zu machen, euch erkennen zu lassen, dass ihr nicht der vergängliche Körper seid, sondern die göttliche Seele. Use divine energy to get to God. Nutzt göttliche Energie, um zu Gott zu gelangen. You know what I'm trying to say? The body is given by God. Your physical corpore is a God-given gift. Keep it healthy, keep it strong. It has to age as per the cosmic law. If it dies, don't make much ado about it. If it lives and becomes immortal, don't make much ado about it. But always remember that you are not the body, you are the divine consciousness, the divine soul. That's all I'm saying. Body should be kept healthy and strong. It should be respected. It's a gift of God. But if it dies in its natural course, let it die. It's meant to die. But you will never die. That's what I'm saying. Focus should be on you, not on your body. Was Gurunath sagen wollte, war, dass ihr euch nicht auf euren Körper konzentriert. Der Körper ist ein Geschenk Gottes und haltet ihn kräftig und gesund, aber letztendlich wird er sterben. Er wird den Gang allen Weltlichen gehen. Ne? Und dann solltet ihr auch kein großes Aufheben darüber machen, wenn es darum geht zu sterben. Kümmert euch um euch und ihr könnt nicht sterben. It's good to have a healthy body. Because in a healthy body you have a healthy mind, and in a healthy mind you have the spirit shining forth. So of course, it's an extension of the Seele. Your body is an extension of the soul. Ja, euer Körper ist eine Ausdehnung eurer Seele, eine Verlängerung eurer Seele oder ein Ausdruck eurer Seele. Deswegen ist es gut, einen gesunden Körper zu haben, in dem ist ein gesunder Geist, und dieser gesunde Geist ist Ausdruck einer lichtvollen Seele, die dadurch leichter nach außen scheinen kann. But in our enthusiasm to perfect our body, to immortalize our bodies, we forget that we are the soul and not the body. We shouldn't forget that. Aber in all unserem Enthusiasmus, den Körper unsterblich werden zu lassen und zu erhalten, sollten wir nicht vergessen, dass wir die unsterbliche Seele sind und eben nicht der Körper. I have an immortal body of undecayable light. I have an immortal body of undecayable light. But that is not God. Ich habe einen unsterblichen Körper unvergänglichen Lichts. Das ist immer noch nicht Gott. Unless you make the effort to merge that body of undecayable light into the divine, lightless light, then it is God. Erst dann, wenn ihr die Anstrengung auf euch nehmt, diesen lichtvollen Körper aus unvergänglichem Licht eins werden zu lassen und hinzugeben an das lichtlose Licht Gottes, erst dann seid ihr dort bei Gott. Isn't the sunshine shining on all humanity? Scheint die Sonne nicht auf die gesamte Menschheit? Ja. Ja. Or nein? Oder nicht? Isn't the blessings of God on all humanity? Erreicht der Segen Gottes nicht die gesamte Menschheit? Ja. Ja. Then why do we with our little egos have to go and give some special blessings? When God has ordained that this guy has to die and come in a better body, he is already doing the great work. Und warum gehen wir dann mit unseren Egos her und glauben, irgendwelche Sterbenden segnen zu müssen oder uns in Gottes Arbeit einmischen zu müssen, die ja schon auf wunderbare Weise selber geschieht? Even we don't disobey the command of God and do healing without His okay. I'm giving Kriya Yoga
because it has been ordained as a special path of evolution for the Heiligen Bewusstgeist. During the process of the evolution of the Bewusstgeist, if your body gets filled with light, fine. If the Bewusstgeist, if you leave your body to die and you go on to higher space spheres, that's also fine. But it's good to keep the body healthy, but I do not know, we cannot bless unless He directs us, unless it is His grace or His command. But even your effort is a good effort to do good to others. How effective it is depends on how close you are to the light of livingness we call God. Also selbst die Meister mischen sich nicht ein und segnen einfach oder heilen einfach. Das machen sie nur dann, wenn es Gottes Wille ist. Sonst machen sie das nicht. Und Gurunath hat den Auftrag, Kriya Yoga auf die Erde zu bringen als einen Teil der Evolution für die Menschen, um sich zu entwickeln. Und wenn ihr dann während dieser Entwicklung, wenn sich dann euer Körper mit Licht füllt und unsterblich wird, wunderbar. Aber wenn ihr sterbt und einfach auf eine höhere Ebene aufsteigt ohne Körper, genauso wunderbar. So if you use my name to bless another person, it's fine. Und wenn du Gurunaths Namen nutzt, um eine andere Person zu segnen, ist das okay? But my title is not the blesser of humanity. Aber mein Titel ist nicht der Segner der Menschheit. Although I bless humanity, it's Obwohl not ich the die title. Menschheit schon segne. My title is the servant of humanity. Sondern mein Titel oder Gurunaths Titel lautet ja I am serving you. der Diener der Menschheit. But in my service dient is the euch. blessing, Und durch seinen Dienst an der Menschheit kommt auch Segen mit. which you have to pick out. Die, The vibrations of my blessing are in my service to you. You have to pick out the vibrations by being humble. Humility is the way to get the blessings of the Master. und Bescheidenheit ist der Weg, den Segen des Meisters zu empfangen. Ihr müsst die Segensschwingung auf und empfangen durch eure Bescheidenheit und Offenheit. Das ist der Weg. So all is good, don't worry, look after your health, do your own Kriya. Leave the blessings to Buddha and Christ. Ne, mach deinen Kriya, sei ein aufrichtiger Mensch und lass die Segnungen, überlass sie Buddha und Christus. Any suffering you have is due to your own karma. Alles Leiden, was ihr habt, kommt durch euer eigenes Karma. Happiness, your own karma. Auch euer Glück, was ihr erfahrt, entspricht eurem eigenen Karma. Good health, bad health, your Gute own Gesundheit, schlechte Gesundheit, alles entsprechend karma. eures Rich and Karmas. poor, Reich your oder own arm. karma. Ne? You're floating in a soup of karma. Ihr, Every breath you take is karma. Every question you ask is karma. But when you sit with the Guru, you're doing a karma. The only way you're not doing karma is when you're absorbed in God. Because it doesn't have the three combinations which are constantly in motion. They're called the constant interaction of the electron, proton and neutron in the universe is perpetual and without stop. You have to get above the electron, proton and neutron into the absolute. That is the goal. Nobody does it. Nobody gets it. But we go towards that goal, which people call God or the absolute perfection. But you yourself can become God-like, but never God, because the moment you become God, you are not. There can't be two. When you meet God face to face, there is not you. Otherwise you. There's always you. But when you meet Him, there is no you. You disappear. They can't be together. In the final analysis, God and you cannot be. No man hath at any time seen God. No man. You can become one with God. You can transmit His message. You become a Christ or a Buddha. But once you go into Him, you're gone. You're speaking of the final stages. But even stages which are little before that are of great joy and happiness to you. A good body, a healthy body, happy life. These are things you want. Your body is being transformed into light every time you do the Omkar Kriya. Then from light you have to take the jump to the consciousness.
which is God. Die Frage war, ob das Karma, Gurunath meinte, das Karma dieses Lebens betrifft oder auch das Karma vorangegangener Leben. Und die Antwort Gurunaths war, es betrifft alles Karma, jegliches Karma. Alles ist Karma. Jeder Atemzug, den du nimmst, jede Frage, die du hier stellst, ist letztlich Karma. Wir paddeln alle in einer Suppe, bestehend aus Karma. Und es geht darum, über dieses Karma hinauszugehen, denn das Karma wird gebildet durch die 3 sich ständig selbst erhaltenen Elemente, nämlich Protonen, Elektronen und Neutronen, die sind ohne Unterlass in Bewegung. Und es geht darum, über diese Ebene hinauszukommen, die dann letztendlich die letztendliche Perfektion beinhaltet. Und wenn ihr dann quasi die Ebene des Lichts hinter euch gebracht habt und vor Gott steht, dann gibt es nicht mehr 2, sondern wenn ihr in Gott wirklich aufgeht, dann kann es nur noch 1 geben. Und deswegen gibt es euch nicht mehr. Aber auch die Ebenen, die dort ranreichen, die davor noch liegen, sind sehr geprägt von Gesundheit, Glück und viel Freude. Also es lohnt sich für euch, diese Praxen zu tun. Alak Niranjan Bolo Shri Satgurunath Maharaj Ki Jai.